geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Tschentscher, sehr geehrte Frau Senatorin Leonhardt, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages und der Hamburger Bürgerschaft, lieber Herr Pötsch, lieber Uwe Lauber, liebes Team von Quest One, meine sehr geehrten Damen und Herren. Quest One ist das Produkt aus Wissen, Fähigkeiten und einer kreativen Kultur. Nichts kann die Entstehungsgeschichte und die Mission dieses Unternehmens treffender beschreiben als diese bekannte Definition von Innovationskraft. Warum? Weil das Quest One-Team hier im Victoria Park mit seinem Know-how zukünftig Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewinnt, mit seinen Fähigkeiten so eine verlässliche Alternative zu fossilen Brennstoffen schafft und mit seiner kreativen Kultur mit den Grundsteinen für eine klimaneutrale Zukunft unserer Industrie legt. Damit folgt CEO Robin von Plettenberg und das Team, dem ich anlässlich der heutigen Eröffnung des Gigahubs im Namen des Aufsichtsrats von MAN Energy Solutions herzlich gratulieren darf, gleichzeitig auch einer der elementaren Grundsätze unseres Volkswagen-Konzerns. Das Team übernimmt mit seinem wirtschaftlichen Handeln Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Der Gigahub hier in Hamburg untermauert als modernste Fertigungsanlage der Wasserstoffwirtschaft in Europa diesen hohen Anspruch und steht damit exemplarisch für die technologische Nachhaltigkeitsstrategie unseres gesamten Konzerns. Die Verantwortung für Umwelt spiegelt sich dabei bereits in der Mission von Quest One wider. Robin von Plettenberg hat es eben ausgeführt. Bis 2050 wollen wir durch die Herstellung von grünem Wasserstoff, einem der Energieträger unserer Zukunft, mittels eigener Elektrolyseure 1% des weltweiten CO2-Treibhausgasemissionen vermeiden. 1%, daher leitet sich der Name von Quest One ab. 1%, das klingt erstmal nicht nach viel. Doch der Blick auf die Fakten zeigt die gigantische Dimension, die sich dahinter verbirgt. Denn die weltweiten Treibhausgasemissionen belaufen sich im Jahr schätzungsweise auf rund 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente. Laut Global Carbon Project fielen 2023 darunter allein 36,8 Milliarden Tonnen pures CO2. Sprich, mit der 1%-Mission von Quest One wollen wir bis zum Jahr 2050 jährlich rund 370 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Das ist knapp die Hälfte der jährlichen CO2-Emissionen in ganz Deutschland. Oder, um es hier in Hamburg noch plastischer zu machen, dieses 1% entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von 25 Städten der Größe Hamburgs. Und diese Emissionen können wir in Zukunft mit den Produkten dieses Hubs vermeiden. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, die Herausforderung, die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren, ist groß. Doch die Mission von Quest One zeigt auch, wir können diese großen Herausforderungen innovativ begegnen und als Wirtschaft so Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Wir können einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten, und das tun wir und skalieren diesen Ansatz hoch. Denn Quest One ist ein Teil unserer Volkswagen-Tochter MAN Energy Solutions. Mit ihrer Moving Big Things to Zero Strategie hat MAN ES seit 2020 nachhaltige Energielösungen als wirtschaftliches Erfolgsmodell etabliert. Das zeigen Beispiele wie die MAN ES Großwärmepumpe, die 25.000 Haushalte im dänischen Esbjerg versorgt und damit jährlich 120.000 Tonnen CO2 einspart. Das zeigt die CO2-Abscheideanlage eines norwegischen Zementwerks, dessen Emissionen wir um rund 400.000 Tonnen CO2 pro Jahr reduzieren. Das belegt der Großauftrag der dänischen Maersk-Reederei, die auf Methanol betriebene MAN-ES-Motoren setzt und damit pro Schiff 100.000 Tonnen CO2 einspart. Zudem untermauern das die 200 bestellten Methanol-Schiffsmotoren in unseren Auftragsbüchern, deren Einsatz zukünftig den Ausstoß von 12 Millionen Tonnen CO2 vermeiden wird. Diese skizzierten Beispiele machen deutlich,
Klimaschutz ist zum Treiber industrieller Wertschöpfung geworden. Wir erkennen, dieses Engagement rechnet sich wirtschaftlich. Diese innovativen Technologien fördern Wachstum und können Arbeit sichern. Und diese Innovation Made in Germany findet globale Anerkennung und Abnehmer. Und wir sehen darin auch, nachhaltige Innovation Made in Germany ist eine große Chance für unsere Gesellschaft und unseren Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Potenzial unseres Wirtschaftsstandorts ist enorm. Auch deshalb haben wir uns dafür entschieden, das Giga-Hub Quest One hier in Hamburg anzusiedeln. Auch das ist ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Doch die aktuellen Debatten um die Zukunftsfähigkeit des Standorts zeigen auch, wenn Sie mir diesen kurzen Exkurs gestatten, wir müssen neben der Verantwortung für Umwelt, wie wir das mit Quest One beweisen, auch Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen. Wir müssen den strukturellen Umbruch in der deutschen Industrie in einen Aufbruch unseres Wirtschaftsstandortes transformieren. Das ist von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft. Denn unsere Industrie ist die Grundlage unserer Gemeinschaft, sie ist die Basis unseres Wohlstands und damit das stabile Fundament unserer Demokratie. Diese gilt es zu stärken von uns allen. Dazu brauchen wir Mut, so wie wir ihn und das Quest One-Team beim Aufbau dieses Hubs bewiesen haben, Erfolgshunger, der Made in Germany einst zu einer Marke machte, und eine Zielvorstellung für Wirtschaft und Industrie in Deutschland. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die von allen entschlossenes Handeln abverlangt. Von der Industrie die richtigen Strategien und Produkte, von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen, kurze Entscheidungswege, Entbürokratisierung sowie zielgerichtete Fördermodelle für Forschung und Entwicklung. Von der Gesellschaft Vertrauen in neue, nachhaltige Technologien. Wenn wir hier einen Konsens finden, kann die umfassende Energiewende von nachhaltiger Mobilität bis hin zur klimaneutralen Industrie gelingen. So werden wir den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig stärken und international Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Deutschland will bis 2045 eines der ersten klimaneutralen Industrieländer werden. Dass unser Standort Deutschland das Potenzial dazu hat, zeigt uns bereits die heutige Eröffnung des Giga-Hubs. Dieser Giga-Hub hat Symbolcharakter für den notwendigen Aufbruch in unserem Land. Denn unsere Kolleginnen und Kollegen von Quest One haben hier einen Ort geschaffen, an dem Wissen, Fähigkeiten und kreative Kultur aufeinandertreffen. Einen Ort, an dem wir Innovation leben und mit dem wir einen weiteren Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft unserer Industrie legen, die klimaneutral und zeitgleich wirtschaftlich führend ist. Deshalb nochmal herzlichen Glückwunsch an das Team von Quest One und viel Erfolg bei der weiteren Skalierung.